jetzt vom Wassereinlass bis zum Auspuff eine mehr oder weniger durchgehende Wassersäule. Und das scheint das Problem gewesen zu sein, dass wir praktisch diesen Strang hier komplett voll stehen hatten. Ich bin noch angespannt, ich traue dem Motor noch nicht so ganz. Endlich geht es mal nicht um den Motor, sondern tatsächlich um das, wofür das Boot eigentlich da ist. Ja, stimmt. Das war jetzt keine Vorarbeit für das Abnehmen des Zylinderkopfes. Ich habe mich nämlich zwischendrin umentschieden, weil es gibt nämlich neue Erkenntnisse. Und deswegen habe ich den Ablauf geändert. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich habe doch an dem Motor nichts geändert. Und wenn ich keinen Kühlmittelverlust habe aus dem internen Kühlkreislauf, dann kann das Wasser nur Salzwasser sein. Und das kann eigentlich nur über die Auslassventile reinlaufen. Und ich hatte die ganze Zeit überlegt, woher kommt das? Weil vorher war es wahrscheinlich nicht der Fall, jedenfalls nicht während der Überfahrt. Und hinter mir seht ihr ja die Lalikorne und wer genau hinsieht, sieht auch, dass vorne der Wasserpass so ein Stück aus dem Wasser ragt. Und hinten ist der Wasserpass auf Wasserebene. Und die Amels haben auch die Besonderheit, dass der Auspuff nicht im Heck ist, sondern der ist normalerweise genau oberhalb der Wasserlinie, nämlich so 2 Finger breit, beim unbeladenen Boot und bei einem nicht ausgestatteten Boot. Jetzt haben wir ja die Lalikorne mit dem Heckgepäckträger und mit Solarplatten ausgestattet, das heißt, die ist hinten ein bisschen runtergekommen, was normal ist, wenn du so ein Boot ausstattest. Und der Auslass ist normalerweise dort, oder er ist dort, wo der rote Fender hängt. Ein bisschen davor seht ihr nochmal einen Auslass, das ist von der Heizung und ungefähr unterhalb der Heizung, zwischen dem roten Fender und der Heizung, aber unter der Wasserlinie ist jetzt der Auspuff. Und wir haben jetzt vom Wassereinlass bis zum Auspuff eine mehr oder weniger durchgehende Wassersäule. Und das war vorher nicht der Fall, weil wir ja den Auspuff vorher aus dem Wasser hatten. Und insgesamt liegt das Boot jetzt auch 10 cm tiefer, als es vorher lag. Und das bedeutet, dass sich der Motor und auch der Wasserfilter und auch der Wassereinspritzpunkt verlagert hat. Die Wasserlinie ist hier hinten. Das hier ist der Auspuff, wo er durchs Boot nach draußen geht. Und oben an dem weißen Ring die Oberkante, das ist ungefähr die Wasserlinie. Und wenn man das so rüberfluchtet, dann kommt man etwa hier raus, an diesem Punkt. Also wir haben hier die Wasserlinie und das Einspritzen in den Auspuff, das Kühlwassers erfolgt an dieser Stelle. Das heißt, der Punkt ist 10 cm tiefer als die Wasserlinie. Und das soll er normalerweise nicht. Er soll 15 cm oberhalb der Wasserlinie liegen. Ansonsten braucht man einen Belüfter. Und den Belüfter habe ich jetzt eingebaut. Der sitzt in der Kühlwasserleitung am Ende des Wärmetauschers, wird er einmal nach oben geführt, hat hier ein Schnüffelventil drin. Wenn er im Betrieb ist, dann steigt hier das Wasser hoch und hier wieder runter und das Schnüffelventil ist geschlossen. Und sobald kein Druck mehr vorhanden ist, öffnet das Schnüffelventil und das Wasser hier kann ablaufen aus diesem Strang in den Auspuff rein und steht praktisch nicht mehr hier am Auspuff an. Und das scheint das Problem gewesen zu sein, dass wir praktisch diesen Strang hier komplett voll stehen hatten und dann der Motor beim Anlassen oder auch beim Stehen Wasser durch die Auslassventile gezogen hat. Der Auspuff ist blöderweise unter der Wasserlinie, das soll er auch nicht. Da kann ich aber jetzt kurzfristig keine Abhilfe schaffen und das ist auch konstruktionsbedingt bei den Amels so. Sobald du die belädst, geht der Auspuff unter die Wasserlinie, das ist nicht gut. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob das Problem löst. Wenn wir Glück haben, löst das Problem und wir haben kein Wasser mehr im Öl. Und dann würde ich mich um den Auspuff im nächsten Winterlager kümmern, wenn das Boot ohnehin aus dem Wasser geht. Und deswegen
das ist auch die Lösung, warum ich den Motor jetzt wieder zusammengebaut habe, weil ich mir sehr sicher bin, dass es Salzwasser ist, weil sonst hätte ich ja Kühlmittelverlust gehabt und den habe ich nicht. Und das ist die einzige Möglichkeit, dadurch, dass das gefehlt hat, dass wir Salzwasser durch die Auslassventile in den Motor bekommen haben. Drückt uns die Daumen, dass es das war. Ich mache jetzt jedenfalls wieder 3 Ölwechsel, wieder mit Filterwechsel und dann müssen wir halt wieder eine Zeit lang warten und das prüfen. Und wir haben jetzt ohnehin für den Juli hier den Liegeplatz nochmal bezahlt. Insofern haben wir hier auch die Sicherheit. Noch ein Wort zu dem Belüfter. Man kann das jetzt, glaube ich, aus der Perspektive ganz gut sehen. Der geht gute 40 cm höher als die Wasserlinie und das soll er auch. Er soll ungefähr 30 bis 40 cm, mindestens 30 cm oberhalb der Wasserlinie sein, damit er vernünftig funktioniert. Und wen es interessiert, es gibt die mit Ventil. Das ist jetzt das Modell mit Ventil. Das öffnet und saugt an. Und man kann aber auch das Ventil ausbauen, hier einen Schlauch anschließen und außer Bords führen. Dann ist es praktisch ein immer offenes Schnüffel. Dann ist es ein immer offenes Schnüffelventil. Und beim Betrieb spuckt das dann ein bisschen Wasser da raus über Bord. Wenn man den Motor aber abstellt, dann sinkt diese Wassersäule hier ab. So. Und ich mache jetzt einen Ölwechsel. Grinsende Gesichter. Wir haben uns gedacht, dieses Elend im Hafen kann so nicht weitergehen. Wir machen die Testfahrt. Angedachte Ziele liegen zwischen Menorca, Mallorca Port Soyer und Mallorca Santa Ponsa und im Zweifelsfalle Ibiza. Also sagen wir mal Balearen. Ja, also es kommt, wenn wir Pech haben, im Laufe der Nacht sehr starker Wind aus dem Golf du Lion und der bestimmt so ein bisschen, wo wir landen werden. Geht's dir damit? Ja, also ich bin im Moment gestresst, ich bin müde, wir sind sehr früh aufgestanden, also deutlich vor meiner Zeit und es schaukelt ein bisschen. Ich habe sicherheitshalber gleich eine Tablette genommen, weil das geht sowieso nicht gut so. Also ich bin einfach zu müde jetzt und zu gestresst. Ich bin noch angespannt, ich traue dem Motor noch nicht so ganz. Bin zwar nach wie vor der Meinung, dass ich das Richtige getan habe, also falsch ist es auf keinen Fall. Und wir haben eine Ölprobe mittlerweile nach Deutschland geschickt zum Analysieren, ob es wirklich Salzwasser ist. Und wir haben uns halt gedacht, ob wir jetzt 8 bis 10 Tage im Hafen sitzen, bis wir Gewissheit haben, oder ob wir fahren. Dann fahren wir lieber. Im schlimmsten Fall haben wir was dazugelernt und waren unterwegs. Und im besten Fall haben wir Urlaub gehabt, dann ist es alles in Ordnung. Und deswegen sind wir los. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, Marion hatte gerade Wache und ich habe geschlafen und der Segler da, der ist irgendwie kreuz und quer vor Marion hin und her gefahren, weil er sich nicht entscheiden konnte. Und jetzt ist er gerade mal so 2 Bootslängen entfernt von diesem Riesenfrachter durchgegangen. Und der Riesenfrachter, der liegt nicht etwa vor Anker,
Sieht man ja auch, hat keinen Anker, sondern hier ist es über 1000 Meter tief. Und endlich können wir die Segel setzen, der Wind reicht. Wir sind komplett unerfahren im Segeln mit einer Ketch und so müssen wir uns erst ein bisschen durchprobieren. Natürlich bietet so ein langer Segeltörn auch Zeit für ein bisschen Maintenance. Die Fenster müssen mal geputzt werden. Dabei fällt uns auf, dass wir die Strecktaue noch gar nicht gesetzt haben. Dafür nutzen wir die Ultraline, die ist auch für solche Dinge gemacht. Dazu ziehen wir sie einmal von Steuerbordseite über den Bug zur Backbordseite wieder zurück. Vorne am Bug wird sie an den Klampen festgemacht. So kann man sich jederzeit einpicken, wenn man bei starkem Wind und starker Welle nach vorne muss. Und das erwartet uns ja vermutlich noch in der Nacht. Kann nicht so schnell sein. Komm mal zu früh an. Wir haben es getan. Wir haben es getan. Wir sind gefahren. Ja, stimmt. Relativ schnell doch heute Morgen. Ne? Also eigentlich. Schnelle Abfahrt meinst du? Ja, schnelle Abfahrt. Mhm. Eigentlich wollten wir irgendwie so ganz gemütlich. Dann haben wir uns das Wetter nochmal angeguckt zum Kaffee morgens um 6 und haben festgestellt, Da kommt was. da kommt was. Jetzt oder nie. Wir werden heute Nacht noch ein bisschen was abbekommen. Im Moment haben wir so 17 bis 20 Knoten und wir laufen jetzt nur unter Genua und unter Besan. Immer so zwischen 5,8 und 6,8. Ja. Also echt gut. Und sind froh, dass die Maschine endlich aus ist, weil wir mussten 7 Stunden motoren, bis wir dann endlich Wind hatten. Ja. Wir laufen jetzt Santa Ponsa an, weil wir uns da vor der Windrichtung und Wellen, vor allem vor den Wellen, die kommen, da gut schützen können. Wir wollten eigentlich nach Port Soyer Spaghetti-Eis essen, aber ja. Das ist auch eine Testfahrt für Motor und Motoröl und nach einigen Motorstunden und ich vermute ja, dass es mit was anderem zu tun hat, deswegen ist diese Bewegung des Bootes auch wichtig, die mal häufiger zu haben. Ja. Die hatten wir und haben sie jetzt auch ganz kräftig und das können wir dann besser bewerten. Und übrigens eine Sache hat sich auch gelöst, die Motortemperatur. Irgendjemand von euch, vielen Dank dafür, hatte gesagt, es kann sein, dass eine heiße Luftblase sich beim Thermostaten oder bei dem Temperaturfühler gebildet hat und der kann nicht gut heiße Luft messen. Und ich habe den das Thermostatventil ausgebaut, weil wir brauchen es hier in den warmen Gefilden nicht unbedingt. Und tada!
stimmt sie wieder mit meinen Messungen auch überein. Also wir haben so zwischen 80 und 90 Grad jetzt, wenn wir den Motor ziemlich fordern. Und das ist absolut in Ordnung. Also Ja, da sind wir ein das- Stück weiter. Genau, das Problem ist gelöst Ja. und so kriegen wir alle anderen Probleme auch noch gelöst. Ja, hoffentlich. Im Moment tut es gut, unterwegs zu sein und es Ja. ist echt angenehm. Also sie segelt wirklich schön, sie segelt ruhig, Sicher. sicher. Also auf der Arriva wäre es jetzt bei dem Wetter, was wir jetzt haben und bei der Welle, die wir jetzt haben, deutlich unangenehmer, Ruppiger, ja. deutlich ruppiger. Also die Bewegungen sind weicher. Ja. Und klar, hier mit dem geschützten Cockpit, mit der festen Scheibe fühlt sich das sowieso noch mal Ja. deutlich geschützter an. Jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt noch ungefähr 80 Meilen und werden wahrscheinlich so in der Morgendämmerung ankommen, wenn wir eventuell auch in der Dunkelheit, je nachdem wie sich das entwickelt. Im Moment fahren wir genau halben Wind und auch deswegen fahren wir jetzt Santa Ponsa an, weil das ist ja die Richtung fast schon Ibiza und wenn der Wind uns zu doll wird und die Welle auch, dann können wir immer noch nach Ibiza ablaufen. Genau, dann laufen wir halt nach Ibiza ab. Es gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Genau. Also die Stimmung ist endlich mal wieder gut und endlich geht es mal nicht um den Motor, sondern tatsächlich um das, wofür das Boot eigentlich da ist, nämlich da ein Segeln. lächelndes Gesicht zu zaubern und hier auch und mal wieder draußen zu sein.